Herzlich willkommen zum Sofa Talk. Moment. Mist. Nanu? Da hat ja voll der Blitz eingeschlagen. Naja, dein Beamkästchen hat ja nicht funktioniert. Es hat sehr gut funktioniert. Immerhin habe ich dich hierher gebeamt. Du hast mich hergebeamt? Der Blitzeinschlag war das. Der hat uns quasi dupliziert. Ein Blitz ist viel zu unzuverlässig. Man muss den Prozess über eine technische Apparatur steuern. Du hast ja gesehen, was dein technischer Kasten gemacht hat. Er hat uns ins Chaos verfrachtet. Dafür sitzen wir hier jetzt gemütlich im Warmen. Da draußen, das ist Chaos. Das bisschen Schnee, das ist Natur. Es ist nass und kalt. Da ist kein Schwan draußen unterwegs. Gut, dass wir unsere Hütte und den Kamin haben. Etwas antik zwar, aber technische Errungenschaften zum Schutz vor der Natur. Hier habe ich so ein Stück Natur. Pass auf mit dem Stock. Das ist doch nur ein Wanderstock aus dem bayerischen Wald. Willst du jetzt eine Schneewanderung machen? Nein, ich möchte dir nur die Natur etwas näher bringen. Es gibt Schnee auch noch in anderen Aggregatzuständen. Oh, ich staune. Hat das der Stock gemacht? Ja, das sind die Kräfte der Natur. Hast du noch einen? Noch einen Stock? Nein, noch einen Wasserfall. Ach so, klar. Oh, der ist noch besser. Damit könnte man viel Energie gewinnen. Du willst doch hier keinen Staudamm bauen. Warum nicht? Okay. Hier hast du deinen Staudamm.
Na also, das ist doch was Technisches. Davon habe ich mehr auf Lager. Vorsicht mit dem Kästchen! Keine Angst, das ist nur ein Beamer. Da wir jetzt genug Energie haben, können wir auf den Berg hochfahren. Oh, ich staune. Dann brauchen wir nicht laufen. Auf welchen Berg fahren wir denn? Auf eine Hangterrasse im Degerlocher Wald, im Süden von Stuttgart. Dort liegt der Waldfriedhof. Da sind zahlreiche Prominente bestattet, zum Beispiel Gottlob Bauknecht und Robert Bosch. Von denen habe ich schon mal gehört. Und ich habe damit schon Löcher gebohrt. Ich hatte mal einen Bauknecht-Herd. Ja, ich auch. Mit dem war ich sehr zufrieden. Das hier ist übrigens eine Standseilbahn. Aber sie steht doch gar nicht. Die heißt so, weil sie auf Schienen steht oder fährt. Sie wird an einem Seil hochgezogen. Am anderen Seilende hängt der abfahrende Wagen, der uns gleich entgegenkommt. Du meinst, es kommt uns ein Wagen entgegen? Aber es gibt doch hier nur ein Gleis. In der Mitte ist eine Ausweichstelle. Hier, siehst du? Da bin ich ja beruhigt. Ich glaube, wir sind bald da. Wir können auf einen anderen Zug umsteigen. Das ist ja cool. Ja, wir fahren jetzt von Constanța nach Bukarest. Das ist doch in Rumänien. Ich glaube schon. Da wir vom Schwarzen Meer kommen und jetzt durch Rumänien fahren, könnten wir uns ja mal ein bisschen rumänische Kunst ansehen. Ich glaube nicht, dass wir an einem Kunstmuseum vorbeikommen. Erst in Bukarest gibt es welche. Wir können auch die Kunst aus dem Museum hierher holen. Vorsicht, dass keine Farbe ans Sofa kommt. Keine Angst, das ist nur Filmfarbe. Siehst du, dort kommt die Kunst. Ein Tierstillleben von Tobias Stranower, 18. Jahrhundert. Da vorne! Keine Angst, das ist doch nur ein Gemälde. Siehst du, Kunst ist doch gar nicht gefährlich. Hast du noch mehr davon?
Wie wäre es mit Papageien? Sehr beeindruckend. Da kommt noch mal eins. Ganz schön viele Vögel, aber kein Schwan. Von wem war das? Tobias Stranove, geboren in Transsilvanien. Das liegt weiter nördlich, in der Mitte Rumäniens. Dieses Zuggeräusch ist großartig. Du hast uns quasi in ein Roadmovie versetzt. Wieso? Wir fahren auf Schienen, nicht auf der Straße. Das ist egal. Wir fahren. Wir sind auf Reisen. Warum fahren die immer in Roadmovies? Die Reise ist nur eine Metapher für die Suche nach Freiheit und Unabhängigkeit. Oder die Protagonisten suchen nach ihrer eigenen Identität. Die Reise, eine Metapher. Und nach was suchen wir? Manchmal weiß man das erst, wenn man es gefunden hat. Dann bin ich sehr gespannt, was wir finden werden. Was hältst du davon, wenn wir nochmal umsteigen? Ein bisschen Abwechslung wäre nicht schlecht. Wir haben lange kein Wasser mehr gesehen. Du hast recht, wir sollten aufs Wasser. Vorsicht mit der Bohrmaschine. Keine Angst, das ist doch nur ein Akkuzauber. Jetzt hast du aber viel Wasser erzeugt. Und ein großes Schiff? Ja, mit einem großen Motor. Der ist auch ganz schön laut. Man hört die Möwen kaum noch. Ich habe auch ein kleineres Boot.
Das ist viel gemütlicher. Wo sind wir? In Amsterdam. Dann sind wir jetzt auf der Amstel. Schau mal, ein Schwan. Das hier ist die Blaubrück. Tunis liegt die Maagdenbrug, eine der ältesten Uferverbindungen der Stadt. Sie ist ursprünglich im 17. Jahrhundert gebaut worden und war für damalige Da vorne, in 300 Metern, ist die Marerebrug, von der Sie gerade erzählen. Brug, or Skinny Bridge, which we see ahead of us now, is one of the city's oldest bridges. It was built in the beginning of the 17th century and got its name from an even Und das hier links ist die Walter Süßkindbrück, eine typische holländische Klappbrücke. Und dort siehst du die Eremitage Amsterdam. Das ist tatsächlich ein niederländischer Ableger des Kunstmuseums in St. Petersburg. Jetzt biegt das Boot in die Herrengracht. Du kennst dich aber gut aus. Klar, ich war jahrelang in Amsterdam. Das habe ich nicht gewusst. In Amsterdam gibt es weit über 1000 Brücken. Diese hier an der Einfahrt zur Herrengracht ist die Henrik-Jacobs-Staatsbrück. Sie ist nach dem Stadtbaumeister benannt, der hauptverantwortlich für den Entwurf des Amsterdamer Grachtengürtels war. Amsterdamer Grachtengürtel? Ja, das ist ein System von Kanälen, die ringförmig den Stadtkern umschließen. Sie wurden im goldenen Zeitalter hauptsächlich für den innerstädtischen Warenverkehr angelegt. Sie gaben Amsterdam auch den Beinamen Venedig des Nordens. Die Herrengracht, in der wir jetzt fahren, gehört zu diesem Grachtengürtel. Es gibt viele Grachten, viele Brücken und viele Fahrräder. Genau, die Fahrräder sind in den Niederlanden das wichtigste Verkehrsmittel. Du hast vom goldenen Zeitalter geredet. Wann war das? Das war im 17. Jahrhundert. Eine etwa 100-jährige wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit der Niederlande. Der Höhepunkt war um 1650. Damals haben etwa 700 Maler jährlich rund 70.000 Gemälde. Das ist ja Wahnsinn! Insgesamt produzierten sie mehrere Millionen Gemälde. Einer von ihnen war Rembrandt. Nur 100 Meter von hier ist der Rembrandt-Plane. Dort steht er, aus Bronze. Bronze ist eine Legierung aus Kupfer und weiteren Metallen. Ich schaue mal nach, ob es hier ein Technikmuseum gibt. Es gibt ein Schifffahrtsmuseum oder Nemo, das Wissenschaftsmuseum. Da fahren wir nachher dran vorbei.
Das könnten wir uns vielleicht für das nächste Mal vormerken. Wie wäre es denn jetzt mit Tee trinken? Den hier habe ich im Teeshop gefunden. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, hier gibt es eine Abkürzung. Es geht doch nichts über einen guten Schwanentee.